Speed und Crystal sind künstlich hergestellte Substanzen. Diese illegalen Drogen enthalten die Aufputschmittel Amphetamin und Methamphetamin. Beide Substanzen werden unter dem Begriff Amphetamine zusammengefasst. Der Konsum von Amphetaminen kann das Gehirn nachhaltig schädigen. Amphetamine machen hellwach und treiben zu körperlichen Höchstleistungen an. Manche Menschen nutzen Amphetamine in der Freizeit, um beim Feiern länger wach zu bleiben und sich selbstbewusster zu fühlen. Andere konsumieren Amphetamine, um bei der Arbeit leistungsfähiger zu sein. Oder einfach, um im Alltag mehr auf die Reihe zu kriegen. Doch dieses Doping hat seinen Preis. Bei häufigem Konsum entwickelt der Körper schnell eine Toleranz gegenüber der Droge. Um die gleiche Wirkung zu erzielen, muss dann immer mehr konsumiert werden. Mit ansteigender Dosis nehmen allerdings auch die Risiken zu. Vor allem das Gehirn ist gefährdet. Amphetamine wirken neurotoxisch, das heißt, sie schädigen die Nerven. Das hat mehrere Ursachen. Eine Ursache für die schädliche Wirkung von Amphetaminen hängt mit der Blut-Hirn-Schranke zusammen. Die Wände der Blutgefäße bilden eine Barriere aus dicht gepackten Zellen. Wie ein Türsteher passt die Blut-Hirn-Schranke auf, dass nur bestimmte Stoffe hindurchdringen können. Amphetamine machen die Blut-Hirn-Schranke jedoch durchlässiger. Schädliche Stoffe, die normalerweise nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden, können so in das Gehirn vordringen. Eine weitere Ursache, die Nervenschäden bewirkt, wird als oxidativer Stress bezeichnet. Amphetamine produzieren sogenannte freie Radikale. Das sind besonders reaktionsfreudige Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Freie Radikale erzeugen Stress, weil sie den Zellen Elektronen entreißen. Normalerweise repariert unser Körper solche Schäden. Nehmen freie Radikale überhand, wie beim Konsum von Amphetaminen, reichen die körpereigenen Reparaturmaßnahmen aber nicht mehr aus. Freie Radikale schädigen unter anderem die Kraftwerke unserer Nervenzellen, die Mitochondrien. Mitochondrien sind für den Energiestoffwechsel einer Zelle zuständig. Werden Mitochondrien durch freie Radikale gestresst, kann ein Vorgang ausgelöst werden, der als programmierter Zelltod oder Apoptose bezeichnet wird. Die Nervenzelle stirbt ab. Amphetamine fördern auch Entzündungen im Gehirn. Das Gehirn verfügt mit den Mikrogliazellen über ein eigenes Immunsystem. Gelangen Amphetamine ins Gehirn, schlagen die Mikrogliazellen Alarm und setzen Abwehrmaßnahmen in Gang. Dabei werden unter anderem Zytokine freigesetzt. Das sind spezielle Proteine, die neben Krankheitserregern auch körpereigenes Gewebe angreifen können. Es kommt zu einer Entzündungsreaktion im Gehirn. Die Folge: Nervenzellen sterben ab. Personen, die häufig Amphetamine konsumieren, riskieren, dass sich ihre geistige Leistungsfähigkeit verringert. Das Gedächtnis, die Impulskontrolle und andere Hirnleistungen, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit, können betroffen sein. Es gibt auch Hinweise aus der Forschung, dass Konsumentinnen und Konsumenten von Amphetaminen häufiger Probleme mit der Feinmotorik haben. Diese Schäden können anhalten, auch wenn der Konsum schon vor mehreren Jahren eingestellt wurde.
Mehr zum Thema findest du auf www.drugcom.de.